Das Auto, was wir hier haben, und das ist die Besonderheit, es ist ein deutsches Originalfahrzeug mit original 62.000 Kilometern, mit Originalscheibenbremsen, mit Hardtop und mit einem deutschen Pappdeckelbrief, der da auch mit dazugehört. Herzlich willkommen bei Cargold in Rosenheim. Also das Fantastische an diesem Auto ist wirklich seine Originalität. Das ist ein Auto, wenn ihr mal guckt, der ist zwar einmal lackiert worden, das soll passiert sein damals im Werk, weil der Besitzer die gelbe Farbe, die dieses Auto original mal hatte, nicht gemocht hat. Er hat dann im Werk in Sindelfingen gesagt, nein, macht mir das Auto weiß. Und dadurch hat er einen ganz, ganz tollen Zustand. Hier zu sehen am Spaltmaß an der Haube, das sitzt alles wirklich neuwertig. Wenn man weiter vorne geht zu den Kotflügeln, sieht man die Lampen vom 300 SL. Es ist kein Amerikaner, das sind die deutschen Lampen, das ist die deutsche Ausführung. Ich gehe jetzt mal weiter nach hinten. Das Auto ist ausgestattet mit einem Hardtop, was damals ein Extra war, was ein riesiges Geld gekostet hat. So ein Hardtop hat heute einen Wert von ungefähr 50.000 €, denn das ist ja eigentlich eine Roadster-Ausführung. Das heißt, man fährt den Wagen offen, das heißt, indem man das Hardtop runternimmt, kann man gut hier hinten sehen. Hier ist das Verdeck, das ist das originale Roadster-Verdeck, was im Sommer hinten runtergeklappt wird. Da kommt dann noch eine Klappe so oben drauf. Und ja, man sieht hier auch das Emblem Mercedes 300 SL auf dem Hardtop. War ein legendärer Sportwagen, von dem übrigens 1850 Fahrzeuge gebaut wurden seinerzeit. Hier öffne ich jetzt das Interieur und das besticht durch fantastische Originalität. Dieser Wagen hat die ersten Sitze, das ist das erste Leder. Das ist der erste Bezug in den Einstiegen, und wenn ihr hier vorne schaut, das kann Paul jetzt vielleicht nicht so richtig zeigen, weil es ein bisschen dunkler ist, das sind die Original-Gummimatten von damals, das originale Radio von damals, mit dem originalen Lautsprecher auch von damals. Alles original, und ich zeige euch jetzt mal, woran ihr einen original belederten 300 SL erkennt. Das ist die eigentliche Rarität. Denn die Sitzkissen unter dem 300 SL, die sind ja mit diesem Stoff bezogen, und ihr könnt hier vielleicht diese Punkte sehen. Wenn so ein Sitz mal revidiert wird, vergisst man meistens, das drauf zu tun, und dann fehlen diese Punkte. Also wenn ihr euch den 300 SL anschaut und checken wollt, ob der original ist, immer den Sitz vorne rausnehmen und runter gucken. Hier kann man sogar noch die Kreidezeichnung von dem Mitarbeiter sehen, der das 1962 gefertigt hat im Werk. Das haben die damals gemacht. Also wirklich ein vollkommen authentischer Wagen. Der 300 SL hatte seinerzeit 225 PS in der Roadster-Version und ist damit eine Höchstgeschwindigkeit von sage und schreibe 250 Stundenkilometer gefahren. Ich habe das selber mal getestet bei einem Flügeltürer. Also danach hatte ich wirklich schweißnasse Hände, weil das Auto hat einen gerade Auslauf. Das ist so, man braucht also nicht selten 2 Autobahnspuren, um diese hohe Geschwindigkeit auch wirklich fahren zu können. Und was natürlich dann wichtig ist, das sind die Bremsen. Und deswegen sollte man darauf achten, dass ein solch schnelles Fahrzeug wirklich Scheibenbremsen hat. Ich habe jetzt Platz genommen mit diesem tollen, fantastischen Mercedes 300 SL von 1962 und kann Ihnen hier die Armatur noch etwas besser zeigen. Hier ist der Drehzahlmesser, also bis 3500 ist das schon spannend zu fahren, aber wenn Sie dann richtig Gas geben, ab 4000 brüllt dieser Sportwagen richtig los. Und ich habe so ein Auto schon bis 6000 Umdrehungen gedreht. Wenn die Maschine gut gemacht ist, geht das auch. Wenn ein Auto aber länger gestanden ist, sollte man das lieber lassen. Hier ist dieses wunderschöne weiße originale Lenkrad, der Hubring seiner Zeit, Rechtsblinker, Linksblinker. Jetzt sitzen wir hier vor diesem herrlichen Armaturenbrett. Hier ist die Heizung, das funktioniert alles noch, schöne echte Chromhebelchen. Hier vorne ist Licht. Hier vorne haben wir Benzinpumpe. Man kriegt einen 300 SL nur gestartet, wenn man zwischen Choke und Benzinpumpe, die immer gezogen sein muss am Anfang, richtig reguliert. Also hier ist der Choke. Das große Problem bei dem Auto, wenn man das nicht richtig beherrscht und seinen speziellen 300 SL nicht richtig versteht, dann saufen die gerne ab. Das heißt, dass sie die Kerzen wechseln müssen, alles nochmal auf Null stellen müssen. Das ist manchmal doch sehr, sehr anstrengend. Hier ist das originale Becker Mexiko Radio noch aus der Zeit, und dann dazu unten drunter, was ich total nett finde, dieser tolle originale Lautsprecher. Der Wagen ist aber so laut gewesen, wenn man den gefahren hat, dass man das Radio sowieso meist über 100 Stundenkilometer gar nicht mehr verstanden hat. Ja, was haben wir noch? Hier haben wir diese schöne originale Uhr von VDO, die sind auch sehr, sehr wertvoll. Wenn Autos heute oft restauriert werden, werden die irgendwie nachgemacht. Das ist eine echte VDO-Uhr von damals, und als Eigentümer von so einem 300 SL muss man immer darauf achten, dass wirklich alle Details noch im Auto original vorhanden sind.
Hier komme ich zur Instrumentenanlage. Hier ist der Tacho, der bis über 270 Stundenkilometer geht. Daran kann man natürlich sehen, mit welcher irrer Geschwindigkeit der Wagen fahren konnte. Und hier übrigens die Kilometer, die hier angegeben sind 63.302. Das ist wirklich die Originallaufleistung, die ist vollständig dokumentiert. Auto hat ja nur 2 Besitzer und wir können per Aktenlage wirklich zeigen, dass vom ersten Tag an das alles richtig ist und dokumentiert ist. Sämtliche Reparaturrechnungen haben wir da vorhanden. Hier ist übrigens der Drehzahlmesser, der bis 6000 Umdrehungen geht. Wenn man so ein 300 SL fährt, also ich sag mal bis 3000, 3500 ist das schon spannend, aber ab 4000 Umdrehungen brüllt der Wagen wie ein Löwe. Und das ist wirklich fantastisch. Ich gebe mich jetzt mal aus dem Auto heraus und ziehe hier unten, das ist der Haubenzug, und zeige euch mal die Maschine. Denn der 300 SL ist ja eigentlich genau genommen ein Rennfahrzeug, der aus dem Rennsport kommt. Also an diesem Motorraum kann man sehen, dass der Wagen wirklich völlig original ist. Es ist nie was dran gemacht worden, es ist nichts geschönt worden, nichts lackiert worden. So sieht ein Auto aus, wenn es 60 Jahre alt ist. Zwar immer gepflegt und gewartet wurde, aber eben nicht restauriert wurde. Da ist die gewaltige Einspritzanlage vom 300 SL, die ist wirklich legendär. Übrigens ganz interessant bei dem Fahrzeug, das ganze Auto sitzt hier auf einem Gitterrohrrahmen, der auch aus dem Rennsport kommt, und man muss immer gucken, dass so ein Fahrzeug keinen Unfall hatte. Denn wenn der Gitterrohrrahmen mal verzogen oder beschädigt ist bei so einem Auto, bedeutet das einen ganz gewaltigen Reparaturaufwand. Muss also ganz genau geprüft werden, bevor man so ein Fahrzeug erwirbt. So viel zu diesem 300 SL im Inneren. Haube ist zu. Ein Problem, was viele der 300 SL hatten, weil sie so wahnsinnig schnell waren und nicht immer so die optimalen Bremsen, waren Auffahrunfälle. Also jeder ist gut beraten, dass er sich mal vor so ein Auto vor das Gesicht dieses Fahrzeuges stellt und die Stoßstangenaufnahmen sich ganz genau anguckt, ob die in die Mitte der Karosserie reinfahren, das ist dort vorne, oder ob sie das nicht tun. Wenn sie das nicht tun, kann man davon ausgehen, dass das Auto schon mal einen Unfall hatte. Die Stoßstangen müssen genau in die Mitte durch die beiden Karosserielöcher fahren. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, hier auch alles schön original. Das Spaltmaß ist wirklich fantastisch bei diesem Wagen. Das sitzt hier alles richtig. Der ganze chromfarbene, mächtige Kühlergrill ist so, wie es sich gehört. Übrigens eine Besonderheit bei unserem 300 SL. Der Wagen hat ja hier hinter, ihr könnt dieses Chromplättchen sehen, was aufgeschraubt ist, die Karosserienummer stehen, woran man auch sieht, ob das alles noch original ist. Und dahinter ist die Originalfarbe von Gelb verborgen. Das heißt, dieses Fahrzeug hatte im Original eine Auslieferungsfarbe Gelb, die es nur 3-mal gegeben hat. Und das macht dieses Auto ganz besonders. Also eigentlich sollte man diesen Wagen komplett neu lackieren in der Farbe, in der er war. Und dann hat man einen völlig authentischen deutschen 300 SL mit nur 63.000 Kilometern. Mercedes 300 SL ist einer der fantastischsten Sportwagen, die aus meiner Sicht jemals gebaut wurden. Und der hat auch deshalb diese große Beliebtheit und es ist heute sehr, sehr gefragt. Und ich bin sicher, dass der immer seinen Wert behalten wird, weil das ist eine Ikone des Automobilbaus. Ja, wenn ihr weiteres wissen wollt zu unserem tollen 300 SL, der ist hier zu besichtigen in Rosenheim. Vielleicht noch etwas zum Wert eines solchen tollen Sportwagens. Die werden als Trommelbremser so bis ca. 1 Million Euro gehandelt, vielleicht auch 1,1, wenn er besonders ist. Dieser kostet noch oder kommt noch etwas mehr, weil das ein deutscher 300 SL mit originalen Scheibenbremsen, mit einer kompletten Geschichte und das ist eine echte Rarität. Bis zum nächsten Mal, hat mich gefreut.